Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen was ist das denn? Wie ihr schon sehen könnt, handelt es sich um Starship Troopers Terran Command, was ich auch auf meiner Steam Wishlist habe. Ich glaube, es gab jetzt schon ein Datum, ich glaube am 31. März nächsten Jahres rauskommen. Und Steam hat da jetzt dieses Next Game Fest. Ich gehe erstmal hier. Das Musikvolume und das Audio. So, damit er mich auch ganz gut versteht. Genau, soll. Das finde ich jetzt nicht so. 31. März, wie gesagt, rauskommen. Und durch das Steam Next Game Fest hieß es, glaube ich, gibt es ja jetzt aktuell viele Demos von vielen Games. Unter anderem Starship Troopers Terran Command. Ist, soweit ich weiß, ein Strategie-Game im Starship Troopers Universum. Und ich würde sagen, wir playen einfach mal die Demo. So, Video Crash Kurs. Tutorial. Ah, hier kann man dann... Aha. Das unterscheidet bloß die Level, dass wir halt weniger Schaden machen, okay. Videos, Federal Network Video Crash Course. Würde ich sagen, gucken wir uns mal an, ne? Starship Troopers Terran Command is a real-time strategy game set in the universe of the Starship Troopers films. In this video, we will take a look at how to play Peace of Mind, one of the available scenarios in the demo. In this scenario, you start in command of Federation troops in this outpost at the center of the map. Your goal will be to recapture a series of mines vital to the Federation war effort on the planet. But first, you will need to get familiar with the game's fundamental mechanics. We will use them to repel the initial attack by the bugs. As an RTS, Starship Troopers Terran Command shares the basic commands with many other games in the genre. Select units by left-clicking on them. You can select multiple units by holding the left mouse button and dragging a box. You can add units to your existing selection if you hold down the Shift key while left-clicking. You can also select units by clicking on their icons in the bottom bar of your screen, or by pressing Tab to cycle through them. When a unit is selected, you can give it orders. Right-click on a position to move it there. Choose the orientation of the selected units at arrival by keeping the right mouse button pressed and dragging in the direction you want them to face. Similarly, right-click on an enemy unit to attack it. There are several mechanics which set Starship Troopers Terran Command apart from other RTS games. You will need to learn them and take them into account in order to win the scenario. Every unit has a basic weapon with a range you can see by selecting the unit. Any obstacle between the unit and its target might break the line of fire, though. This includes your own units. Place a unit of rifle troopers in front of another, and they won't be able to shoot through each other. Just because you can see the enemy doesn't mean that your troops can shoot it. A red icon appears underneath the overhead icon of friendly units that aren't in a position to shoot the enemy from their current position. Terrain elevation plays a key role here. If a unit is on elevated terrain, they will be able to shoot over the heads of units on lower levels. So take that into consideration when deploying your forces.
New mobile infantry units are dispatched from the Federation fleet in orbit and arrive via dropship at radio bases. There's a limitless supply of eager citizens-to-be to call on, but you can only deploy up to your supply limit. Gain supply by securing new bases and capturing supply drops. A successful commander is rewarded with war support from the Federation. This bonus resource is used to deploy special units like machine gun turrets and to unlock new unit types by constructing buildings like the command post, which allows the requisition of snipers. All units have special abilities. You can find them after selecting a unit in the bottom right section of your interface. If you want to use an ability, just click on it. Then select its target if it needs one. Units gain experience as they engage the bug menace. Each level earned will increase their effectiveness, and many are able to select a new special ability once they reach elite status. Qualasha is infested with arachnid nests and hives which will keep spawning enemies. In order to pacify the area, you will need to clear them out. Surface layers and nests can be pacified using the good old strategy of excessive force. Pound them with bullets and grenades until they crumble to dust. Bug hives are underground nests that need cunning and bravery to clean out. Engage the defenders of the hive to draw the forces into a fight. Then, once the defenders are depleted, send in a squad of brave mobile infantry soldiers to collapse and seal the tunnel. Peace of Mind is a complex mission, and any successful strategy will require the player to balance both offense and defense. Your goal is to clear and reconquer mines spread across the map without losing your central base. Once you've fended off the initial bug assault and secured the first mine, use the war support awarded to build a tech building on the deployment pads in your base. Engineers can be really useful for defending your perimeter. Make use of their build turret ability so you can free up forces and deploy them elsewhere. But bear in mind that turrets cost war support and can overheat, so you'll need to strike a balance. Focus on clearing one mine after another and concentrate your forces during assaults. Once you've cleared an area around a mine, don't forget to clear the mine itself, as well as any bug holes nearby. Take and hold radio bases with attached supply depots in order to increase your supply limit to deploy more units. Complete objectives to earn war support to deploy new tech buildings and more turrets. It is advisable to choose a variety of different unit types so that you'll be ready to face a multitude of different situations. Be aware that your units don't fire when they're on the move, and that bug attacks can stun and slow your soldiers. Use this knowledge to plan engagements and get the most out of your firepower. Starship Troopers Terran Command is a real-time strategy game set in the universe of the Starship Troopers films. In this video, we will take a look at how to play Peace of Mind, one of the available scenarios in the demo. In this scenario, you start in command of Federation troops in this outpost at the center of the map. Your goal will be to recapture a... Ich skippe das jetzt mal. Das geht ja ewig. Aber was ich sagen muss, Alter, mir hat's ja, als das Video angefangen hat, mir hat's ja erstmal die Ohren weggeschallert, Junge. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier in die Kampagne rein. Hier, komm, zack. Pacification, ab geht er, der Peter. The Battle of Klendathu. A day that will live in infamy. Nur genau.
But from tragedy springs hope, as the Federation rebuilds its fleet bigger and stronger than before. To fuel this war machine, all eyes are now on Qualasha. Once an isolated outpost, this mineral-rich world has become a key part of humanity's battle for survival. But the planet's vital mining industry may now be in danger after reports of bugs on the surface. And so the mobile infantry answers humanity's call. These brave men and women will defend Qualasha from any insect aggression. Alles klar. Was ich natürlich noch sagen muss, also ich bin echt, also es ist großer Fan, also Starship Troopers finde ich schon geil, so an sich, die Geschichte. Auch die Filme, also den ersten Teil habe ich geguckt. Ich glaube den zweiten Teil, das mit diesem Brain Bug. Und dann der, ich ne, was war, dritte, vierte Teil, wo irgendwie ein ganzer Planet ein Bug war, wo die irgendwelche übelst großen so Transformers, Robotermaschinen hatten, wo die einen ganzen Planeten zerfetzt haben. Das war mir dann irgendwie einfach too much. Also ich fände es cool, wenn die so einen Film vielleicht einfach nochmal sagen, okay, das tun wir einfach nochmal neu machen, neu in Film-Remake. Aber ja, gut. Ich würde sagen, ab in den Krieg. Bin mal gespannt, wie sich spielen lässt und vor allen Dingen, wie so die Schwierigkeit ist, weil wir sind ja jetzt auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie das läuft oder auch nicht läuft. Ja, gucken, wie ich jetzt so. Ich bin jetzt in den letzten Wochen nicht so mit Videos dazugekommen, weil muss ich auch erstmal Renderprogramm, weil da ist die Lizenz abgelaufen und bla und ja. Hatte jetzt, sag ich mal, 2 Wochen ein bisschen Pause, aber ich hoffe, wird jetzt wieder ein bisschen mehr. Oh, click to join the battle. Ab geht's. Listen up, Lieutenant. The advance team kicked an anthill. Now they got more bugs than they know what to do with. We're here to save their asses. Let's do this by the book. Don't be a hero, and you won't need a body bag. You understand me? Let's go. On the bell. Jo. Wieso haben die da ein Auto? Mit Pfeiltasten kann ich hier die Kamera so ein bisschen. Ich erstmal nur so einen Trupp. Chariot bugs. Small, but there's no such thing as a harmless bug. Splat them and keep moving. Ihr müsst so treffen, ihr Nulpen. Schade, dass Schiene mitnehmen kann. Nachrücken. Grafik finde ich erstmal für ein sag ich mal, Strategiespiel vollkommen in Ordnung. Ne? Also, da sag ich mal, gibt es jetzt nicht zu meckern. Ne, bei so einem Spiel war man jetzt so keine übelste mega High-End-Grafik. Ne? Advance team located the bug hole. Hope they say something for us to shoot. Sagen wir mal so, wie es ist. Ja, machen wir. Bin unterwegs. Beziehungsweise ihr könnt ja hier hin und hier kommt zwar knapp ist. Können Granaten werfen. Gut, die brauchen wir jetzt aber allerdings noch nicht. Once tower to Hive. Der Hive? Ja, also ich will ja nicht sagen, aber
Können wir vorrücken? Vorrücken! Attack fighter strike incoming. Stand back and enjoy the fireworks. Enjoy the fireworks. Das sind ganz schön viele. They don't like to get their uniforms dirty. Those flyboys are pretty useful sometimes. Sometimes. Damn, a few bugs got away. Get after them before they reach the settlement. Okay. Ab geht's. Kann ich hier hoch? Ne, kann ich nicht. Hinterher. Schnell. What kind of half-ass containment operation is this? Jungs, wollt ihr nicht mitkommen? Oh. Ja. Gut. Ich würde sagen, ich krieg die gar nicht ein. Kommt schon, macht sie kaputt. Kaputt. Gibt's da noch mehr? Oh, die können nur leveln. Das ist nice. These civilians ignored the evac order. Someone's getting a whipping back at base for missing these stragglers. Shoot. Ui, das war knapp. Sir, Major Cortez reporting. Orders from command require you to confiscate all civilian weapons. That's a copy. Good to hear your voice. Was bringt mir das jetzt, ist die Ammunition hier zu Not that these guys will zu dengeln, zu dingsen, zu, ne? Follow the road into the town. Ist hier noch was? Vielleicht irgendein geheimes Collectible oder so? Nö, gibt's nicht. Hold fire. Will not attack any targets automatically. Okay. Aber ich find's echt cool, dass die leveln können. Let's lend them a hand. Muss ich mal so sagen. Finde ich eigentlich ganz nice. Dass die leveln. Ja, ich bin doch hier schon hingemoved. Ich bin einfach schon zu schlau für das Game. Bugs! There's a radio tower ahead of your position. It should be able to cut through the interference and get you some reinforcements. Copy that. Aber kann man? Okay. Hä? Okay. Radio station's just ahead. Move into range and get fleet on the horn. Finally, we can break through this Combat Engineers, ihr habt keine Lust, oder? Wie ist es hier mit euch? Gibt's eine Radio Station? Radio Station. Unit under attack. Können wir mal nach hinten absichern, weil man weiß ja nie. These apes have taken a licking. Use the radio station to call a fleet and get replacements for our casualties.
Was? Was? Reinforce all? Ah. Gott. Dass die sterben. Sind sie auch vollständig? Hä? Stehe ich irgendwie gerade noch nicht so richtig. Ah. Okay, die sind alle voll. Oh, die sind auch schon Stufe 10. Oh oh. Okay, things are about to get interesting. Look sharp, people. Form a perimeter. Mm. Ich habe hier keinen höheren Dingens zurück. Ziemlich ein bisschen blöd gerade. Die haben ja nicht so eine hohe Reichweite. Daher sind die eigentlich hier vorne ganz gut. Oh oh. Was war knapp ist. Granate, Renate. So gut. Oh. Nein! Ach du blöder Engineer. Das war ungünstig. Outstanding. This area is hotter than we thought. New order, sir. Bug activity is too strong. Command is recalling you to Delta 4 base. Leave the civies and get yourself home. Okay. That route won't be pretty. Rough terrain, lots of hidey holes and bugs. But you gotta punch through. Okay. Ja. Von mir aus. Oh. Für die können wir auch noch Reinforcement. Ansonsten sind alle komplett heile. Okay. Ha. Ist halt hier ein bisschen tricky. Tricky. Kommt schon. Killt sie. Kill him with fire. Nice. Sehr gut. Anderes Ammunition-Zeug mit. Jawohl. Verbrennt sie. Also ihr müsst ja nicht den direkt halb ins Maul rennen, aber ist okay. Solange ihr von Einheitenzahlen noch vollständig seid. Let that be a lesson. These colonists had guns. Oh. They didn't have training or discipline. That's why we're alive and they're not. Ah, das Coole ist, mit den Flammenwerfern halten die übelst den Schacht. Wir können ruhig auf den hier feuern. Leute. Alter Junge. Kann ich rufen? Okay. Das ist doch blöd. Na gut.
Gehen wir weiter hier. Immer weiter. Hier müssen wir hin. Das ist ja nur übelst weit weg. Alter Finne. Soll ich sagen, geht da die erste Folge wahrscheinlich ganz schön lange. So wie es ja aussieht. Bestimmt gleich Bugs verbindend sein, oder? Ah, noch sieht's gut für mich aus. Welcome to Delta 4. Now haul ass and get behind those walls. Okay, ich bin unterwegs. Vorrücken. Bevor die riesigen Blackwellen kommen. Blacks. Dicke Fette. Bugs are going for the base. Standard procedure is to keep the gates shut until there are 0 hostiles in the area. Oh, hell. Die Wichser. Doing this in the open. At least it'll be a target-rich environment. Ihr Schweine. Ihr Elenden. Okay. Hier sind meine anderen Engineers. Das haben wir ganz gut überlebt. Open up, rookies. Wer bist du? Ach, du bist ein Tactical Officer. Du bist ja der richtig krasse Boy oder was? We're not done yet. Get on those walls and get ready. Manual. Anyways, show those bugs what you're made of. Das erinnert mich an den ersten Film. So ein bisschen. Kann ich die auch? Nee, die kann ich nicht befehligen. Jungs, ihr schafft das. Elite-Status. Okay, ach die hier. Okay. Na, die können ja gar nicht aktuell maken. Die stehen voll in Flammen, egal. Any wounded, head to the medic. Everyone else, go find yourself a drink. Okay. Das war der erste Teil der Kampagne. Ja. Relativ easy. Bisher der Ersteindruck, ja, denke ich mal, kann gut Fun machen, kann aber auch relativ stressig werden. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge bei der zweiten Mission von der Demo. Bis dahin, ciao, ciao.